Hallo zusammen, hi everyone. Ich möchte jetzt einmal das zweite Test machen, und zwar nach diesem Dutch Pouring von der lieben Rinske Duna, Entschuldigung. Ich habe jetzt die Farbe nochmal dünner angerührt, also wer mein erstes Video noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch oben wieder. Ich habe die Farben nochmal dünner gemacht, wie beim letzten Mal. Habe mir noch Gelb angerührt, das heißt, ich habe Weiß, Gelb, Schwarz, Rot und so ein Hellblau. Habe bei diesem Rot diesen Bubble Booster reingemacht, hat eigentlich nicht so gewirkt. Ich haue jetzt hier auch nochmal 2 Tropfen Cell Creator rein, einfach mal aus Spaß, ob sich dann da was tut oder ob das mit dem gar nicht funktioniert. Wir schauen einfach mal. Und was ich denke einfach auch mal, oder was mir aufgefallen ist, weniger ist hier auch mehr, ne? Also weniger Farbe, weil sonst hat man das ganze Bild gleich wieder voll. Okay, natürlich nochmal einen Becher Weiß angerührt und wie gesagt, nur Farbe und Wasser. Jetzt mache ich das einfach auch nochmal, dass ich das außenrum mache. Ihr seht, es ist etwas dünner. Mach das mal schön dick auf. Lasst es vielleicht ein bisschen laufen, dass die Kanten zu sind. Ja, jetzt läuft es auch schon viel besser. So. Okidoki. Die Schuhe. So, dann probieren wir das nochmal. Und zwar, wie gesagt, mit dieser Ringtechnik einfach. Ups. Also wirklich sehr dünn dieses Mal angerührt. Ja, aber jetzt merkt man, glaubt, diesen Cell Creator und den Bubble Booster. Okay, egal. Mache jetzt nochmal schön dick weiß hier drüber und jetzt blase ich es einmal wieder rüber. Ich mache es mal mit warmer Luft diesmal, egal. Okay, fast zu stark. Was mich halt stört, ist natürlich wie alles Übungssache. Wow, jetzt kommen wir auf der Cell Creator reagiert schön. Wobei das eigentlich so fast schon reicht. Wenn ich das jetzt wieder so rüberblase, passt auf, ich mache das aber. Ich will es ja testen. Ich mache ja trotzdem einfach nochmal weiß drüber. Spaß muss sein. Jetzt blase ich es nochmal rüber, aber nicht so stark. So. Jetzt mache ich eins, weil mir das zu anstrengend ist. Mit den Blasen. Ich hole mir geschwind ein Röhrchen. Mache das mit dem Strohhalm. Ja, auf jeden Fall schon besser wie das erste Bild. Und vor allem ist nicht alles voll jetzt, ne? Das gefällt mir nicht so. So, was ihr jetzt hier ein bisschen sehen könnt, ich zeige es nachher auch nochmal von nahem. Das ist natürlich dieser Cell Creator und dieser Bubble Booster. Reagiert ein bisschen wie Alkohol, sei jetzt mal übertrieben gesagt. Aber cool, ich finde es so gar nicht schlecht. Ich lasse es jetzt so.
werde noch mal kurz mit dem Heißluftföhn drüber gehen, um die Luftbläschen rauszubekommen, und vielleicht reagiert noch was. Aber ich glaube, die Farben sind zu dünn dafür. Jetzt mal mit dem Heißluftföhn. So. Okay, cool. Ja, man sieht's. Etwas zu dünn, aber es funktioniert auf jeden Fall. Probiere ich vielleicht nochmal irgendwann mit Silikonöl. Aber so hat es ganz gut funktioniert, finde ich. Das Einzigste, wie gesagt, jetzt, ja, dieser Cell Creator, es war ein Versuch wert. Mich hat es halt interessiert. Der, muss ich leider sagen, zerstört das Bild jetzt ein bisschen. Okay, hat aber auch einen Effekt für sich. Also gut, ich würde es euch gleich von neuem zeigen. Dann bis gleich. So, bin zurück. Jetzt zeige ich es mal von neuem. Also seht, wie dieser Cell Creator mit dem Bubble Booster aufplatzt. Ansonsten davor sah es eigentlich ganz gut aus. Ein Versuch war es wert, wie gesagt. Ich teste halt immer gerne, ihr wisst ja. Meine Kamera flackert etwas durch das Weiß. Aber ich denke mal, so könnt ihr es euch vorstellen, wie es funktioniert. Also jetzt rein von der Technik her. Und falls ihr es mal ausprobieren wollt. Also macht die Farbe einfach ein bisschen dünner, aber nicht zu dünn. Und dann geht das schon. Gut, ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, euch hat es wieder was gebracht. Und dann, also nicht mit Cell Creator ausprobieren. Schade eigentlich. Und dann war es das schon wieder von mir. Dann wünsche ich euch was, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, bye.